Hallo und herzlich willkommen bei Jans Turnbuch. Wie im letzten Video angekündigt, geht es heute um den Caspar-David-Friedrich-Weg. Im letzten Sommer bin ich schon mal hier in der Gegend gewesen, sprich von Schmilgau auf den Zirkelstein. Und da bin ich dann auf dem Weg Richtung Krippen schon mal ein Stück von dem Weg gegangen. Heute soll es also die komplette Runde werden. Allerdings, wie ihr an der animierten Grafik sehen werdet, habe ich für mich eine kleine Abänderung gemacht. Also sprich, der orange Weg, also die orange Linie, die sich da bewegt, das ist der Weg, den ich gegangen bin. Und an einer Stelle zweigt dann eine rote Linie ab. Das wäre dann die ich eigentlich hätte gehen müssen, um den Caspar-David-Friedrich-Weg komplett zu laufen. Habe ich an der Stelle nicht getan. Naja. Zum Maler und so erzähle ich dann unterwegs was. In diesem Sinne viel Spaß beim Zusehen und los geht's. Die Karte am Parkplatz zeigt einen Überblick über das Gebiet, in dem ich mich heute bewegen werde. Von Schönau aus geht es über den Wolfsberg nach Reinhardsdorf, weiter nach Krippen und zurück über die Hirschmühle nach Schönau. Der Blick über die Wiesen geht zu den Schornsteinen und hinüber zum Wolfsberg. Zurück zur Kaiserkrone. Ich liebe diese Ruhe, die an jedem Sonntagvormittag so herrscht. Und mit solchen Ausblicken. Dort der große Winterberg auf Helgenstein und Schrammsteine. Es gibt nichts Schöneres. Direkt unterhalb vom Wolfsberg gibt es eine Schautafel, die uns das Leben des 1774 in Greifswald geborenen
Malers und Grafikers näher bringt. Nach einem Kunststudium an der Kunstakademie in Kopenhagen zog es ihn 1798 nach Dresden. Später wohnte er auch in Pirna und zeitweise in Krippen. Auf seinen vielen Wanderungen fertigte er Skizzen an, die er dann zu seinen Gemälden zusammensetzte. Für sein berühmtes Werk Wanderer über dem Nebelmeer verwendete er zum Beispiel den Zirkelstein, den Rosenstein, einen Fels auf der Kaiserkrone und den Berg Gamrich. Das alles setzte er zu einem stimmungsvollen Bild zusammen. Und diese Stimmung mit Nebeln und besonderen Lichtverhältnissen sind ja auch das, was wir heute mit unseren Kameras versuchen einzufangen. Da habe ich mich doch irgendwie verfranst. Der Caspar-David-Friedrich-Weg geht eigentlich mehr da drüben lang und ich bin hier diesen Weg zwischen den Feldern lang gegangen. Habe ich jetzt ein bisschen was verpasst. Ich gehe jetzt hier den gelben Punkt, ein Stückchen hier und dann runter ins Tal und dann treffe ich wieder auf den eigentlichen Weg. Um den Caspar-David-Friedrich-Weg in seiner Gänze zu laufen, sollte man also vor dem Reiterhof in Reinhardsdorf links abbiegen und der Ausschilderung des Malerwegs folgen. In Krippen geht es dann zunächst auf dem Elberadweg talaufwärts. Und dabei hat man immer einen schönen Blick auf das gegenüberliegende Elbufer mit den Fischerhäusern und natürlich der wunderschönen Felsenwelt. An diesem Felsen sieht man die Spuren eines Sandsteinbruchs, von denen es im 18. und 19. Jahrhundert
eine ganze Menge gab. Und die Auswirkungen dieser Sandsteinbrüche machen es heute schwierig, einige Skizzen von Caspar David Friedrich bestimmten Orten zuzuordnen, da die Felsen, die er da gezeichnet hat, ganz einfach nicht mehr da sind. Nach einiger Zeit auf dem Asphalt des Elberadwegs unterquert hier der Weg die Bahnlinie und verläuft dann oberhalb am Elbhang entlang. Diesen Teil des Weges bin ich im letzten Sommer schon einmal gelaufen. Mehrere Schautafeln entlang des Weges mit Skizzen zeigen hier das Wirken von Caspar David Friedrich. Von der Hirschmühle aus geht es dann tallaufwärts wieder nach Schönau zurück. Und bei einem Abstecher zur Kaiserkrone kann man sich für kurze Zeit als Wanderer über dem Nebelmeer fühlen. Ich denke, viel näher kann man dem Schaffen von Caspar David Friedrich kaum kommen. Ich kann diesen abwechslungsreichen Weg nur empfehlen. Sollte man sich schon mal damit beschäftigen. Man erfährt nicht nur etwas zu Caspar David Friedrich. Ich habe zum Beispiel in Reinhardsdorf auch erfahren, dass es bis 1926 auf dem Zirkelstein auch eine Gaststätte gegeben hat, was man sich bei dem kleinen Gipfel fast nicht vorstellen kann. Aber so gibt es halt immer wieder was Wissenswertes dazu. Und insofern werde ich auch in Zukunft immer wieder mal im Elbsandsteingebirge unterwegs sein. Und bis dahin, tschüss.